Warmmiete heißt nicht, die Wohnung ist warm. Warmmiete plus Kaltmiete durcheinander zu bringen, kann dich echt viel Geld kosten. Heute lernst du, wie du dich sicher auf dem deutschen Wohnungsmarkt bewegst, mit den wichtigsten Wörtern für Suche, Besichtigung und Vertrag auf A2-Niveau, ganz praktisch. Genau, und zwar für Experts, die jetzt Anzeigen lesen, Nachrichten schreiben und zu Terminen gehen. Wir zeigen, wie du höflich anfragst, welche Unterlagen wichtig sind und worauf du beim Vertrag achten musst. Damit du keine teuren Fehler machst und schneller eine gute Wohnung findest. Hey und hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Kleiner Hinweis. Die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. Also, lass uns direkt reinstarten. Erstes Wort, das du überall siehst, ist Anzeige. Das ist der Text zur Wohnung, oft auf ImmoScout24 oder WG gesucht. Ja, und in der Anzeige stehen Sachen wie Kaltmiete, Nebenkosten und manchmal Warmmiete. Kaltmiete ist nur die Miete für die Räume. Nebenkosten sind extra, Heizung, Wasser, Müll, Hausflurreinigung und so. Warmmiete ist Kaltmiete plus Nebenkosten. Dann hast du Kaution. Das ist das Geld, das du am Anfang hinterlegst, meistens 2 bis 3 Monatsmieten Kaltmiete. Du bekommst es am Ende zurück, wenn alles okay ist. Und Vermieter ist die Person oder Firma, die dir die Wohnung gibt. Makler ist ein Vermittler, also eine Person dazwischen. Und Besichtigung ist der Termin, wo du die Wohnung anschaust. Klingt simpel, aber der Termin ist wichtig, weil man da oft schon eine Entscheidung spürt. Also gut vorbereiten, freundlich sein und Fragen stellen, zum Beispiel zu den Nebenkosten, zur Heizung und zur Hausordnung. Bevor wir weitermachen, machen wir kurz ein kleines Rollenspiel, ja? Wir zeigen eine kurze Anfrage für eine Anzeige. Ich bin der Interessent, du bist die Vermieterin. Alles klar, legen wir los. Guten Tag, ich interessiere mich für die Wohnung in der Beispielstraße. Ist die Wohnung noch verfügbar? Ich bin berufstätig, unbefristet angestellt und ich kann Unterlagen wie Schufa und Gehaltsnachweise mitbringen. Wäre eine Besichtigung am Wochenende möglich? Hallo, danke für Ihre Nachricht. Die Wohnung ist noch frei. Bitte schicken Sie mir vorab Ihre Mieterselbstauskunft und eine kurze Info, wie viele Personen einziehen. Dann können wir einen Termin für die Besichtigung machen. Kleine Erklärung. Schufa ist eine Bonitätsauskunft, also ein Papier, das zeigt, ob du Rechnungen bezahlst. Gehaltsnachweis ist deine Lohnabrechnung, meist die letzten 3 Monate. Und Mieterselbstauskunft ist ein Formular mit deinen Daten. Name, Job, Einkommen, manchmal auch, hast du Haustiere? Genau. Und na ja, viele unterschätzen die Konkurrenz, gerade in großen Städten. Ein häufiger Fehler, nur 5 Nachrichten senden und dann warten. Besser ist, viele, aber gut geschriebene, kurze Nachrichten schicken und schnell antworten, wenn jemand zurückschreibt. Ich kenne das Gefühl, echt. Ein Freund hat mal über, sagen wir, sehr viele Anfragen geschickt, bestimmt mehr als 50. Er bekam nur Absagen oder automatische Antworten. Er meinte, es fühlt sich an wie in die Leere schreien, während er auf dem Sofa Instantnudeln aß, weil das Geld knapp war. Das ist hart, aber normal am Anfang. Darum, Tipp, bereite eine kleine Mappe digital vor. Da sind Schufa, Gehaltsnachweise, Kopie vom Ausweis und die Mieterselbstauskunft drin. Dann kannst du nach der Besichtigung sofort alles schicken. Das zeigt, dass du zuverlässig bist. Außerdem, manche schwören auf ImmoScout24+. Viele sagen, das ist wie eine kleine Steuer für die Suche, naja. Es kostet extra, aber du rutschst in der Liste nach oben und bekommst manchmal schneller Termine. Es ist kein Zauber,
aber es kann helfen, wenn der Markt sehr voll ist. Und lies die Anzeige wirklich genau. Wenn da steht nur für Einzelperson und ihr seid zu zweit, dann passt es halt nicht. Oder ohne Haustiere, und du hast einen Hund, dann lieber nicht bewerben. Spar dir die Energie für Anzeigen, die passen. Noch ein Wort: Provision. Das ist die Gebühr für den Makler. In der Regel zahlt die der Vermieter seit dem Bestellerprinzip. Aber lies genau, manchmal steht da etwas Kleingedrucktes und bei möblierten Kurzzeitwohnungen ist es anders. Lass uns kurz typische Fragen für die Besichtigung üben, ja? Ich bin wieder Vermieterin, du kommst zur Tür rein. Hallo, danke für den Termin. Können Sie mir bitte sagen, wie hoch die Nebenkosten sind und was da genau drin ist? Und wie wird geheizt, Gas oder Fernwärme? Die Nebenkosten sind 300 €, da sind Heizung, Wasser und Müll drin. Strom und Internet zahlen Sie selbst, geheizt wird zentral, also fürs ganze Haus, und du fragst vielleicht noch nach der Kaution und nach der Kündigungsfrist. Wie hoch ist die Kaution? Und wie lang ist die Kündigungsfrist? Die Kaution sind 2 Kaltmieten, und die Frist ist 3 Monate. Das steht auch alles im Mietvertrag so, und das Wort Kündigungsfrist heißt, wie lange vorher du kündigen musst, bevor du ausziehst. Kurzer Test, einfach mal zwischendurch. Weißt du noch, was Warmmiete heißt? Genau, Kaltmiete plus Nebenkosten. Und Kaution? Das ist das Geld als Sicherheit, das du am Anfang hinterlegst und später zurückbekommst, wenn die Wohnung in Ordnung ist. Super. Dann gehen wir mal zum Vertrag, denn viele sind da überrascht. Der Mietvertrag ist oft in schwerem Deutsch mit langem, juristischem Text. Wenn du unsicher bist, lies ihn mit einer deutschsprachigen Freundin, einem Freund oder frag beim Mieterverein. Das ist eine Beratung für Mieter, die Regeln erklären und prüfen können, ob etwas unfair ist. Achte besonders auf Wörter wie Staffelmiete und Indexmiete. Staffelmiete heißt, die Miete steigt jedes Jahr um einen festen Betrag. Indexmiete heißt, die Miete folgt einem Preisindex, also kann sie mit der Inflation steigen. Wenn du das nicht willst, frag nach oder such weiter. Wichtig ist auch das Übergabeprotokoll. Das ist eine Liste beim Einzug. Wie ist der Zustand? Gibt es Kratzer im Parkett? Sind die Fenster dicht? Schreib alles auf, mach Fotos. So gibt's später keinen Streit über Schäden. Und lies die Hausordnung. Da stehen Ruhezeiten, zum Beispiel mittags und abends, und Sachen wie Treppenhaus putzen. Das klingt klein, aber es macht den Alltag mit den Nachbarn viel, viel leichter. Noch 2 Begriffe, die oft kommen: Vormieter und Nachmieter. Vormieter ist die Person, die vor dir drin war. Nachmieter ist eine Person, die du vorschlägst, wenn du früher raus willst. Manchmal klappt das, aber es ist keine Garantie. Für WGS, also Wohngemeinschaften, gibt es oft ein Casting. Das heißt, ihr trefft euch, redet kurz, vielleicht kocht ihr Tee und schaut, ob es passt. Sei du selbst, aber pünktlich, freundlich und klar mit deinen Zeiten. Arbeit, Studium, Homeoffice, nächtliche Musik, lieber ehrlich. Jetzt kurz ein sensibles Thema, aber es gehört dazu: teure Luxuswohnungen. Manche sagen, Vermieter dürfen nehmen, was der Markt hergibt. Andere sagen, Wohnen ist nicht nur Geschäft, sondern auch Verantwortung. Für dich als suchende Person ist wichtig: bleib realistisch mit deinem Budget und prüfe, ob die Kosten für dich wirklich sinnvoll sind. Budget, Schreib dir auf: Kaltmiete plus Nebenkosten plus Strom plus Internet plus eventuell GEZ, also Rundfunkbeitrag. Dann hast du die echte Monatszahl.
Wenn es knapp wird, such nach Genossenschaft oder Studentenwerk, da sind Mieten manchmal niedriger, aber die Wartelisten sind lang. Apropos lang, viele warten zu lange mit dem Antworten. Wenn du eine Einladung zur Besichtigung bekommst, antworte am besten sofort, so in der nächsten Stunde. Einfach kurz: Danke, ich komme gern am Samstag um 14:30 Uhr, das wirkt organisiert. Und dein Anschreiben muss nicht poetisch sein, ja? Kurze Fakten reichen. Wer bist du, was machst du, ab wann willst du einziehen, wie viele Personen, gibt es Haustiere? Höflich, klar, ohne Romane. Ein nettes: Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, am Ende, fertig. Scams noch kurz, also Betrug, leider passiert das. Wenn jemand Geld will, bevor du die Wohnung gesehen hast, Finger weg. Keine Kaution überweisen, kein Ausweis komplett als Foto schicken, bevor klar ist, dass es echt ist. Schau auch, ob es ein echtes Impressum gibt und ob die Bilder real wirken. Ich hatte mal eine Anzeige, die war zu schön, um wahr zu sein. Riesige Wohnung, super billig, angeblich der Vermieter gerade im Ausland. Er wollte, dass ich vorab die Kaution sende, dann schickt er den Schlüssel. Nein. Ich hab's gemeldet und war weg. Gute Reaktion. Und wenn du den Vertrag checkst, frag ruhig nach Dingen wie Renovierung bei Auszug. Manche Verträge sind da zu streng. Du darfst fragen, was ist wirklich Pflicht und was ist nur Schönheitsreparatur. Lieber einmal mehr klären als später zahlen. Lass uns noch ein kleines Rollenspiel zum Vertrag machen. Ich lese eine Stelle und frage nach, du bist wieder die Vermieterin, okay? Ja, gerne, schieß los. Hier steht Staffelmiete, jährlich 50 € Erhöhung. Können Sie mir erklären, ab wann das gilt und ob das eine Obergrenze hat? Und steht das fest im Vertrag, oder kann man das verhandeln? Die Erhöhung startet ab dem 2. Mietjahr. Eine Obergrenze steht hier nicht extra, aber die Staffel ist fest geregelt. Verhandeln können wir in Einzelfällen, aber die Staffel ist Teil des Angebots, siehst du, so bekommst du klare Infos und kannst dann entscheiden. Noch ein Wort, das oft im Amt gebraucht wird: Mietbescheinigung. Das ist eine Bestätigung vom Vermieter, dass du hier wohnst. Du brauchst sie manchmal fürs Einwohnermeldeamt. Und, kleine Kultursache, ja, Verträge sind auf Deutsch und oft schwer. Keine Scham, Hilfe zu holen. Eine Stunde mit einer Person, die das gut erklärt, spart dir später sehr viel Stress und vielleicht viel Geld. Was die Geschwindigkeit angeht, stell Suchaufträge ein, zum Beispiel Benachrichtigungen bei neuen Anzeigen. Reagiere schnell, aber bleib freundlich. Wenn du nach 2 Tagen keine Antwort hast, kannst du einmal höflich nachfragen. Mehr als einmal nervt eher. Und wenn du bei ImmoScout24+ bist, erwarte keine Wunder, aber plane es als Werkzeug ein. Andere Plattformen sind auch gut: WG gesucht für WGS, Kleinanzeigen für Zwischenmiete. Immer prüfen, ob der Anbieter seriös ist. Zum Schluss noch ein Mini-Katalog mit nützlichen Worten. Ganz kurz: Ja, Besichtigung, Termin zum Anschauen. Hausordnung, Regeln im Haus. Übergabeprotokoll, Liste beim Ein- und Auszug. Kündigungsfrist, Zeit vor dem Auszug. Und Warmmiete, alles zusammen. Kaltmiete, nur die Räume. Nebenkosten, Heizung, Wasser und so. Kaution, Sicherheit am Anfang. Wenn diese 4 sitzen, bist du echt schon viel entspannter unterwegs. Ganz genau. Und wenn's mal nicht klappt, nimm's nicht persönlich. Der Markt ist einfach voll. Bleib freundlich, bleib dran und feier kleine Schritte. Eine Einladung, ein gutes Gespräch, ein klarer Vertrag. Jetzt zu euch:
Welche Wörter waren für euch neu oder schwierig? Und habt ihr Warmmiete und Kaltmiete schon mal verwechselt, oder einen Trick, wie ihr den Überblick bei den Unterlagen haltet? Schreibt uns gern eure Tipps und Erfahrungen. Wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos auf Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Das ist einfach eine nette Hilfe, wenn ihr das später nochmal üben wollt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.